Hallo und herzlich willkommen bei Bars Tuning. Heute wird der GTI hoffentlich TÜV fertig. So ist der Plan. Der Philipp ist natürlich schon ganz fleißig. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, weil ich glaube nicht, dass dieser Endhoff original vom GTI war. Gut, sehr fix. Das ist ein Original. Ach, Herrschaftszeit. Der Philipp hat auch gesagt, dass man da hinten keine Schelle braucht, weil es hundertprozentig dicht ist. Ich habe nicht gesagt, das ist 100. Dreh halt nicht wie das Wort im Mund um. Du bist schon. Nee, du hast gesagt, das ist dicht genug. Das ist dicht genug, habe ich gesagt. Okay. Ja. So, Auspuff ist verboten, nur neu kaufen. Jetzt haben wir wieder unseren qualifiziertesten hier. Hä? Ey! Gut, dann machen wir heute die restlichen Kleinigkeiten beim GTE. Wir haben jetzt offiziell ein. Sowas wie Tankdeckel und so. Und wir machen heute auch die Seitenleisten dran. Because wir müssen nämlich demnächst zum TÜV fahren. Ja, der ist auf meinen Mist gewachsen. Der ist halt kaputt gegangen. Er sieht aber so auch ganz okay aus. Da sind Uni-Royal-Reifen drauf. Ich glaube, die haben sie schon damals auf den alten Holzkohlchen gefahren. So alt sind die. Du musst die Schelle noch zudrehen. Achso, doch Schelle oder wie? Ja, wir machen jetzt noch eine Schelle. Ah ja. Ja. Hat er gesagt, brauchen wir nicht. Ja, fast. Das reicht für den TÜV. Hängt gerade. Was ist mit deinem Schulterklopfer? Sehr gut, beruhig dich. Ist nichts mehr drin? Ich habe was vergessen. So den Deckel drauf zu machen. Ja. Und jetzt sag mir, dass du weißt, wo der Deckel ist. Nein, weiß er natürlich nicht. So, für den TÜV. Standlichtbirne links müssen wir machen. Bremslicht geht zu weit hinten. Die Räder müssen noch runter. Es müssen noch Winterreifen drauf, anständige, die nicht älter sind als 2000. Nicht älter als, keine Ahnung wann. Der Riss in der Rückleuchte, ich weiß nicht, ob das den TÜV so interessiert. Scheibenwischer muss noch dran. Antenne ist fest. Die Leisten müssen noch fest dran. Blinker links müssen wir machen. Standlichtbirne links, Standlichtbirne rechts. Und dann ist er eigentlich für den TÜV soweit fertig tatsächlich. Und ABS leuchtet, ne? Ja. Da muss man sich vielleicht mal die Sensorik angucken. Ich habe letztens schon gesagt, du bist jetzt einer von uns. Der qualmt nicht schlecht. Ich fahr den Mistkübel jetzt rein. Du bist ein Deutscher. Okay. Ja, gut, das kannst du vielleicht rausstellen. So, danke. Geld. Wenn du Fahrwerk kaufst, kriegst du Geld wieder. Das ist dieses Fahrwerk für dich. Gewindefahrwerk. Ja oder nein? Kaufst du Gewindefahrwerk? Ja, dann Ich nicht. habe einen originalen Auspuff gekauft. Ja, heftig, 40 Euro. Ja. So, die letzten Vorbereitungen von unten. Das Öl muss auf jeden Fall weg. Philipp ist gerade mit dem Unterbodenschutz drüber gegangen. Bisschen gesprüht hier, da. Ein neuer Sattel drin. Ja, da vielleicht, ja, aber schauen wir mal vorne an. Also ich bin der Meinung, dass das Ding abreißen wird. Genau, bis auf die Lenkmanschette und dem Ölverlust fehlt sich eigentlich soweit nichts mehr. Ne? Die Lenkmanschette kaputt. Ja, wo ist die Lenkmanschette kaputt? Ah ja, die ist vielleicht ein bisschen beschädigt. So, wir hatten ja anfänglich keinen Druck auf der Bremse. Jetzt haben wir ein bisschen nachgefüllt, jetzt ist der Druck fast wieder da. Jetzt werden wir das ganze Bremssystem natürlich entlüften und die Bremsflüssigkeit wechseln. Und hoffentlich, dass alle Nippel soweit mitspielen. Und wir haben gedacht, zeige ich euch das mal, weil der Philipp sich wieder künstlerisch hier verewigt. Das gute Sattelteller. Sieht super aus. Das wird dem Mich TÜV-Prüfer interessiert das, wie das ausschaut. das wird natürlich dem TÜV-Prüfer auch gefallen. Ja, das kann ja nicht rosten, wenn so viel Fett da drauf ist. Es ist soweit. 3 sind aufgegangen. Einer ist abgerissen. Jawohl, genauso muss das nämlich sein. So, dann müssen wir erstmal einen neuen Sattel bzw. die Entlüfterschraube besorgen, dass wir entlüften können. Jetzt lachen doch alle. Und wenn sie dann wirklich fliegt, dann ist das Geweine wieder groß. Bei dir wahrscheinlich am größten. Ja.
Der Philipp hat sich jetzt gedacht, wir bauen uns das alte Sportfahrwerk aus, vorne die Dämpfer und bauen Originale ein. Hat aber nicht ganz so funktioniert, wie er das wollte. Wir haben neuen ABS-Sensoren. Wir haben 4 neue ABS-Sensoren. Ja. Und? Es ist erst einer drin und Schraube ist abgerissen. Ne? Und neue Bremsleitungen. Alle tippitoppi neu, ne? Man muss ja echt sagen, das letzte Video war ja echt ein paar Tage her. Ne? Und jetzt geht es dann weiter. Heute zwar nicht mehr viel, aber morgen gibt es dann natürlich umso mehr. Das war jetzt nur so ein kurzer Zwischenstand. Was machst du gerade? Nix. Mittagsschlaf? Ja. Lenkmanschette macht, die ja hier ausgerissen ist, beziehungsweise ja, einen leichten Defekt hat. Da ist er gerade dran und Statusmeldung. Nächste Woche Montag bin ich fertig. Nächste Woche Montag. Bisschen spät, ne? Ja. Kommst du da alleine wieder raus oder bist du stecken geblieben? Bin mir nicht sicher. Jetzt ist ein bisschen Fett haben wir da. Da machst du mal weiter, Mini. Ja. Soll ich den Arsch ein bisschen warm machen? Warte, wie geht das an? Einfach. Wieso? Hast du Angst? So, die andere Seite, die Bremse bzw. der Sattel ist schon so halb montiert, mehr oder weniger. Wir warten jetzt noch auf die Dämpfer. Der Philipp hat natürlich immer nur die Hälfte bestellt. So wie wir ihn kennen. Und was lachst du so? Es ist mal wieder ein paar Tage später. Philipp ist natürlich auch wieder da. Viel zu tun. Ja, jetzt Fahrwerk ist vorne drin. Das, was der Philipp getauscht hat. Der neue Bremssattel ist drin. Jetzt werden wir gleich die Bremse entlüften komplett. Bremsschläuche sind neu, ABS-Sensoren sind neu, hier, dies, das, jenes. Jetzt haben wir mal komplett aufgebockt zum Entlüften. Es geht auf jeden Fall Richtung TÜV. Das ist schon mal eine gute Sache. In dem Video wollen wir ihn fertig zum TÜV machen. Also vorne ist jetzt, auf der Fahrerseite fehlt noch der Blinker, der Tankdeckel muss montiert werden. Das sind jetzt aber Kleinigkeiten, die müssen wir euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Andere Reifen müssen noch drauf, weil die Uni Royal, die kannst du weghauen. Ja, genau so ist das, ne? Ich hab was gebraucht. Jetzt geht's langsam Richtung Ende beim GTI. Ach du Kacke. Das ist doch der alte, oder? Nein. Ist das der neue? Ja. Das ist doch der alte. Das ist der neue, du Grattler. Der andere ist drin. Oh, das wollte ich nicht sagen. Tut mir leid. Das ist es doch. Ich hab dir gesagt, schmeiß den nicht so rum, den kann ich Jetzt brauchen. ist er schon kaputt. Ja, dann, nee, dann, du bist doch. Den nehme ich. Nervt mich gerade. Kann ich ihn haben? Ja. Sehr gut. So, wir haben einen neuen Grill. Also, der bringt mir gar nichts, weil ich auf Ventofront umbaue. Schmeiß den aber nicht so rum. Der ist da noch drin. Sehr gut. War heute ganz stolz, dass er sich einen neuen Grill geholt hat. Und jetzt, entweder hat er ihn selber, ich glaube, dass du ihn selber kaputt gemacht hast. Ja, das kann man auf jeden Fall mal so machen. Das Entlüften, das war eben erfolgreich. Ja, ein bisschen was haben wir schon rausbekommen. Das ist gut 1,5 Liter Bremsflüssigkeit. Ja, sicher, ne? Jetzt ist auch jeden Fall Druck auf der Bremse. Vorher war ja kein Druck drauf. Jetzt haben wir das Ganze entlüftet. Und jetzt ist Druck auf der Bremse, so wie das normalerweise sein soll. Ja, so soll das sein. Geht's jetzt ums Zusammenbauen, Räder drauf. Und dann ja, war es das eigentlich schon fast. Und im nächsten Video werden wir uns dann definitiv sehen, wenn er zum TÜV geht und ob er TÜV kriegt und sowas. Wir werden mal gucken, aber dann diese Kleinigkeiten, so diese Tankdeckel und so, das werden wir jetzt nicht mehr filmen. Ich denke auch, dass es relativ uninteressant ist. Ja, anstatt dass wir tiefer legen, liegt der Philipp höher. Nein. Ich hab bestimmt irgendwas falsch gemacht. Das ist das Synchro-Fahrwerk, hä? Ne, da oben ist fest. Nein, das ist nicht. Das steht doch in der Luft, siehst du das nicht? Das muss doch in der Luft stehen. Nein. Natürlich. Das liegt doch nicht auf der Karosserie auf. Das ist doch nicht in der Luft. Das muss in der Luft sein. Ja, jetzt haben wir eine Keilform. Aber in die falsche Richtung. So eine verkackte Scheiße. Da stimmt doch irgendwas nicht. Meinst du? Ich habe dir gesagt, kauf ein Tieferlegungsfahrwerk für 200 € und die Sache hat sich. Hätten nur Federn sein müssen. Es geht doch um die Eintragung, dass ich keine Zeit für den Rest habe. Ja, die Eintragung. Weil wir reden von 30er Federn und kein Gewindefahrwerk, ne? Es geht nicht um das Geld für die Eintragung. Es geht darum, dass ich mir Zeit nehmen muss für den Rest. Das macht ja der TÜV innerhalb, wenn du da bist. Okay.
Ich bin 3 Stunden mit dem Scheiß beschäftigt. Woher? 10 Minuten, dann ist die Eintragung durch. Ich muss mein Auto abstellen. Ich muss mit dem Auto ich muss eine Nummer holen, muss zum TÜV fahren. Muss das beim TÜV eintragen lassen, muss das Auto wieder herfahren, muss mein Auto... Du musstest doch sowieso zum TÜV fahren, dann sind 10 Minuten auch schon egal. Ja, dann fährst du jetzt halt so rum. Mir ist das doch egal, Philipp. Mir ist das doch vollkommen egal. Nicht mal, wenn du drin sitzt, ne? Der geht nur auf der einen Seite runter. Ich dachte schon echt, das Ding ist auf dem Wagenheber noch, aber... Stimmt das so nicht. Synchro-Fahrwerk nicht höher als Original? Aber doch nicht so. Boah, das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Aber vielleicht setzt er sich noch, wenn wir einen Motor reinbauen. Ach nee, da ist ja noch drin. Ja gut, mit lauter Vorfreude beenden wir dann dieses Video. Vielleicht wird es noch einen zweiten Teil geben, wo wir dann noch den restlichen Kleinkram machen. Oder wir sehen uns nächstes Mal einfach direkt beim TÜV. Das wird sich jetzt noch entscheiden, je nachdem, was da abgeht. Magst du noch Tschüss sagen? Nein. Philipp ist gerade ein bisschen... Naja, wäre ich auch, weil mein Auto höher wird anstatt tiefer. Sehr gut gemacht. So, jetzt bin ich auch drauf gekommen, warum das Ding jetzt höher ist. Das war ein Fahrwerk aus dem 2.9er Synchro, aus dem VR6, ne? Der Motor, der wiegt halt dann doch ein bisschen mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Klar, dass der... Setz dich mal vorne drauf. Setz dich mal vorne drauf. Tippitoppi, jetzt sieht er aus, wie er sein sollte. Jetzt ist er vorne und hinten gleich. Doch, schau, ich setz mich drauf, warte. Was ist los? Was meinst du? Das passt trotzdem. Doch, das passt, ja. So sollte es normalerweise sein. Unser Philipp, der hat es einfach drauf. Das Problem, die Stoßdämpfer oder die Feder? Die Feder, würde ich behaupten. Ja, moin. Und damit sind wir auch wirklich raus.